Moin Giorno und willkommen bei einer neuen leckeren Folge von Grillcoach Gerrit. Heute geht's ab in die Steinzeit, denn ich werde dieses leckere, riesige Tomahawk wie unsere Vorfahren zubereiten. Heute wird es bei mir puristisch, denn ich werde dieses kapitale Tomahawk Steak wie unsere Vorfahren im Caveman-Style zubereiten, also in Höhlenmenschen-Stil. Das heißt, direkt auf der Glut. Dafür brauche ich nur ein paar kleine Vorbereitungen. Als Vorbereitung schauen wir uns einmal dieses kapitale Steak an. Noch mit Knochen. Ich werde das Ganze oben einmal an der Fettschicht ein bisschen trimmen, indem ich die Fettschicht ein bisschen einschneide. Ruhig ein bisschen rautenförmig. Abzuschneiden ist ja eigentlich gar nicht. Fett ist ein Geschmacksträger. Den Stiel zu wenden, den haben wir gleich dabei beim Tomahawk Steak. Jetzt ist natürlich die Frage, vorher würzen oder nicht. Pfeffer, nein, der würde verbrennen. Bei den Temperaturen ist das alles Kohlenstoff. Wir werden mit der Holzkohle sicherlich 500, 600 Grad ungefähr haben. Salzen kann man das. Ich bin ein Freund davon, vorher zu salzen. Und das tun wir auch. Ich habe hier mein Meersalz drin. Da kann ordentlich was rauf. Das, was sowieso nachher zu viel ist, fällt eh ab. Wir werden das Ganze natürlich auch nochmal nach der Zubereitung würzen. Salz ist dran. Das war es auch schon an der Vorbereitung. Ich sag mal, unsere Höhlenmenschen-Vorfahren, die hatten ja gar kein Salz. Aber wir wollen natürlich nicht an Geschmack verzichten. Und jetzt geht's rüber zu meiner Feuerstelle. Meine Feuerstelle ist natürlich auch ein Tick moderner als die bei den Höhlenmenschen, denn ich nutze heute meinen Dutch Master. Der eignet sich wunderbar dafür. Ihr könnt das Ganze natürlich auch im Kugelgrill machen, einfach die Kohle reinschütten oder auch einfach eine Feuerstelle oder dergleichen nehmen. Irgendwo da, wo ihr quasi Kohle nutzen könnt. Für das Caveman-Style brauche ich natürlich entweder schön durchgeglühte Buchenholzscheite oder ich nehme einfach gute Holzkohle. Die sollte natürlich nicht zu kleinstückig sein. Ich habe bisher immer die gute Kohle von der Firma Black Selig verwendet. Ihr seht die hier im Bild. Und da möchte ich nochmal sagen, vielen, vielen lieben Dank an die Firma Black Selig, speziell an den Jörg Selig, für viele, viele Jahre treue Unterstützung meines kleinen Kanals. Jetzt kommt ein Wechsel, denn der Jörg hat die Firma Black Selig an einen anderen Eigentümer verkauft. Das führte dazu, dass auch ich jetzt einen neuen Partner im Thema Holzkohle und Briketts habe. Und das ist die Firma Mac Briquette. Vielen lieben Dank an den Wolfgang Grieser, der Nachfolger vom Kohlenkasper, für deine Unterstützung. Heute machen wir beides gemischt nochmal, quasi als Wachwechsel. Also Freunde, ab sofort bei mir die Mac Briquette Kohle mit den Cubes und den Eggs. Freut euch drauf. So, und die Holzkohle, die werden wir jetzt erstmal zünden und hier ausbreiten. Meine Holzkohle ist so gut wie durchgezündet. Dann nehme ich mir jetzt die gute Marabu und verteile die hier mal jetzt auf der freien Fläche. Richtige Holzstückchen. Baue mir hier mal quasi so ein Bett. Dann nehme ich mir hier meine Holzkohle und dann gehen wir die hier mal rüber. Die durchgeglühte Kohle, die vermischen wir mal mit der frischen Kohle. Und dann lassen wir uns mal eine richtig schöne Hitze hier aufbauen. Laut Packung verspricht nämlich die Marabu bis zu 800 Grad. Das sollte auf alle Fälle reichen. So, meine Holzkohle, die ist jetzt gut durchgeglüht. Verteilen wir noch mal so ein bisschen. Die sollte schon schön weiß sein. Und Leute, hier ist eine Hitze. Also ohne Handschuh geht hier gar nichts. Und das strahlt mir ins Gesicht. Genau das Richtige jetzt, um unser Tomahawk Steak mit Röstaromen zu versorgen. Und genau das mache ich jetzt. Kurze Zeit später schauen wir mal nach. Zeit mal zum Wenden. Haue ich auf eine andere Stelle. Die Kohle können wir einfach abstreichen hier. Das sieht schon mal richtig gut aus. Und natürlich auch nochmal auf die Fettseite.
So sieht es jetzt aus. Das nehmen wir jetzt rüber auf mein Brettchen. Freunde, das sieht so richtig geil aus. Das geht jetzt rüber in meinen Primo und da kann das Ganze noch auf Kerntemperatur ziehen. Ich strebe so 52, 54 Grad an. Mein Primo habe ich auf 150 Grad vorgeheizt. Und da werden wir jetzt schön das Tomahawk ablegen. Hier ist noch ein Mieter. Da verfolge ich, dass das dann auch 54 Grad ungefähr hat. Ja, ein bisschen rüber, sonst passt das mit dem Knochen nicht. So, das Tomahawk Steak ist jetzt auf 54 Grad. Der Mieter sagt noch 3 Minuten. Wir nehmen das jetzt raus. Das darf noch ein bisschen ruhen. Oh, schauen wir mal rein. Oh, das sieht gut aus, oder? Ja. Dann nehmen wir uns den mal rüber aufs Brettchen. Ja, und dann werden wir das Ganze mal anschneiden, würde ich sagen. Nachdem das Ganze mal so 5 bis 8 Minuten ruhen darf. Hat jetzt ruhen dürfen. Schaut das nicht geil aus? Rein auf Holzkohle gegart und halt nochmal im Primo nachgezogen. Schneiden wir das mal an. Schön einmal am Knochen runter. Ich würde sagen, Gargrad passt. Einen beherzten Mittelschnitt. Ja, dann probiere ich mal. Ist jetzt natürlich nur mit Salz vorher gewürzt, ist aber egal. Wir werden das natürlich gleich mit Salz und Pfeffer noch essen und eine schöne Chimichurri habe ich. Übrigens, die Chimichurri, mein allererstes Video, das blende ich euch mal hier oben ein. Oh, und ich muss mal sagen, da hole ich mal den René dabei, der isst noch nicht gleich mit. Das tröpft wie ein Kieslaster. Hallöchen. Gucken, ob das ein gültiger Versuch ist. Auf Prost. Leichten Rauchgeschmack. Durch das Feuer wahrscheinlich, durch die Holzkohle oder auch vom Primo. Also ich muss sagen, gelungen. Also man braucht nicht immer hochwertige, qualitativ hochwertige, teure Grills. Ne? Natürlich macht das damit auch Spaß. Man kann aber auch ganz normal auf Holzkohle grillen und zubereiten. Wenn ihr Spaß an dem Video hattet, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Schaut auch mal gerne beim René vorbei. Ja. Warum haust du? Schaut auch mal gerne beim René vorbei, der jetzt hier nicht abhaut. Ja, und falls ihr es noch nicht seid, würde ich mich hier vorne über ein Abo von dir freuen. Und über den René knalle ich jetzt nochmal 2 Videos rauf. Da könnt ihr was weiter gucken. Oben ein Triple Tomahawk, was ich mal gemacht habe. Und unten ein neues Video. Und dann sehen wir uns nächste Woche, wenn es wieder heißt, Mittwoch ist Grillcoach Gerrit Zeit. Ciao. So, essen.